In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten Neuerungen von Contao 6.0 vor. Die neue Major-Version bringt zwar kaum neue Features für Anwender, ist aber umso wichtiger für die Zukunft von Contao. Denn mit diesem Release wechselt Contao vom Input-Encoding zum Output-Encoding. Außerdem setzt Contao jetzt vollständig auf Twig und ersetzt damit die bisherigen HTML5-Templates. Bevor ich nun auf die Änderungen genauer eingehe, werfen wir wie gewohnt einen Blick auf den Releaseplan. Mit dem Start von Contao 6.0 geht die Version 5.7 in den sogenannten Long-Term Support über. Das heißt, Contao 5.7 ist mit Contao 5.3 eine aktiv gewartete LTS-Version. Contao 6.0 wird dann für ein halbes Jahr aktiv weiterentwickelt und supportet und im Februar 2027 bekommen wir dann die nächste Version Contao 6.1. Wenn du hauptsächlich mit LTS-Versionen arbeitest, dann siehst du schon, Contao 6.3 ist die erste LTS-Version der 6er-Reihe. Kommen wir nun zu den Änderungen und Neuerungen von Contao 6.0. Wie eingangs schon erwähnt, entfällt der komplette Support für HTML5-Templates. Damit erfällt im Backend der Menüpunkt Templates und somit bleibt im Backend nur noch der Menüpunkt Template Studio, um deine entsprechenden Templates zu bearbeiten. In Contao 6 entfällt also jeglicher Support für alle Dateien mit der Endung .html5. Noch eine gute Nachricht für alle, die aktualisieren: Das Standard-Layout mit dem FE-Page-Template bleibt weiterhin bestehen und steht in Zukunft als konvertiertes FE-Page.html-Twig zur Verfügung. Das heißt für dich, der Umstieg auf die neuen Twig-Seiten-Layouts mit Slots ist also nicht zwingend nötig, um Contao 6 zu nutzen. Der zweite wichtige Punkt neben den Twig-Templates ist nun das Output-Encoding. Deswegen sehen wir uns das Output-Encoding einmal genauer in der Praxis an. Bei der Arbeit im Backend ändert sich erstmal nichts. Du kannst deine Daten bearbeiten, speichern und Contao übernimmt das Ganze im Hintergrund. Vergleichen wir aber jetzt mal Contao 5.7 mit einer Contao 6.0. Ein praktisches Beispiel wäre, du hättest eine Mitgliederverwaltung, dort gibt es einen Firmennamen und du trägst zum Beispiel Ristorante El Angelo ein, also mit diesem kleinen Apostrophstrich. Wenn du das jetzt in Contao 5.7 speicherst, dann wird das Ganze in der Datenbank so abgelegt. Wenn wir das Ganze hingegen bei Contao 6 machen und das Ganze speichern, dann wird die Eingabe unverändert abgespeichert. Das heißt, was du im Backend siehst, ist auch gleichzeitig roh genauso 1:1 in der Datenbank abgelegt. Mit der Arbeit innerhalb von Contao ist dir das ja erstmal jetzt egal. Aber sobald du Daten weiterverarbeiten möchtest, zum Beispiel per Export in eine CSV, dann steht natürlich dort auch dieses komische encodierte Zeichen und nicht eben das, was du haben möchtest. Die Umstellung auf das Output-Encoding ist eben die Grundlage dafür, dass Daten zum Beispiel später über eine API 1:1 weitergegeben werden können. Kommen wir nochmal zum Baustein Twig. Dieser ist nämlich ebenfalls ganz wichtig für das Output-Encoding, nämlich der große Vorteil von Twig: Bei der Ausgabe im Template wird per Default ein Encoding bzw. Escaping durchgeführt, um dann eben Cross-Site-Scripting zu verhindern. Einzig bei der Verwendung des Filters RAW musst du jetzt etwas aufpassen. Das heißt, nach der Umstellung kann RAW kritisch werden. Prüfe deswegen alle deine Templates noch einmal. Ich zeige das wieder an einem kleinen Beispiel. Nehmen wir an, du hättest jetzt hier ein News-Template und hier wurde beim Untertitel bzw. bei der Unterüberschrift ein RAW angehängt, um zum Beispiel Zeilenumbrüche oder irgendwelche Span-Werte für die Formatierung zu ermöglichen. Wenn jetzt aber in der News jemand statt einem normalen Text plötzlich ein Script-Block einfügt, dann wird dieser in Zukunft einfach ungeprüft ausgeführt. Deswegen ganz wichtig, beim Upgrade auf Contao 6 solltest du unbedingt prüfen, ob du irgendwo den RAW-Filter verwendest. Und wenn du eben so einfache, geschützte HTML-Text ausgeben willst, dann verwende nicht RAW, dann benutze den Filter Sanitize HTML und damit werden dann nur die sicheren HTML-Tags durchgelassen, die du auch im Backend definiert hast. Eigentlich könnten wir unser Video jetzt schon aufhören, denn das sind die beiden wichtigsten Punkte, die du zu Contao 6.0 wissen musst. Output Encoding und Standard ist jetzt Twig. Trotzdem haben sich natürlich noch weitere Änderungen ergeben, auf die ich kurz eingehen möchte. So entfallen in Zukunft die Backend-Themes. Das bedeutet, das bisherige Theme Flexible wird einfach zum Standard. Eigene Anpassungen werden nur noch über eigene Custom CSS und eigene JavaScript-Einträge gemacht werden. Das Ganze funktioniert über die config.yaml. Beim Twig-Filter Insert Tag Raw
gibt es ebenfalls eine Änderung. Dieser heißt ab sofort Insert Tag HTML. Der alte Name funktioniert erstmal noch weiterhin, ist aber deprecated. Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber die geänderte Reihenfolge. Ab sofort musst du das raw vor den neuen Insert Tag HTML setzen. Beim dateigestützten Filesystem hat sich ebenfalls etwas verändert. Und zwar wird der Filehash in Zukunft über einen neuen Algorithmus generiert, und zwar den sogenannten XXH128. Früher war es MD5. Gerade bei größeren Dateibeständen wird so die Synchronisation der Dateien deutlich beschleunigt. Eine weitere Verbesserung betrifft das File-Handling von geschützten Dateien. Was ist aber jetzt das Besondere? Bisher hat Contao einfach beim Einbinden einer File die Datei, so wie sie im Filesverzeichnis war, ausgegeben. Wenn du allerdings in einem geschützten Mitgliederbereich warst, dann war es so, dass du zum Beispiel Dateien auch schützen wolltest und diese eben nur dann downloadbar machen, wenn sich jemand eingeloggt hat. Früher war das nur über das Download-Element möglich, jetzt ist das eben auch für Videos. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Mitgliederbereich ein Video anbietest, dann wird das Ganze über einen temporären Link, über einen geschützten Link bereitgestellt und man kann so nicht direkt auf dieses Video zugreifen. Eine weitere Änderung gibt es bei den CSS-Klassen für die Formularfelder. Wenn du hier eigene CSS-Klassen verwendest, setzt Contao jetzt das Ganze nur noch am umschließenden Wrapper und nicht mehr zusätzlich an jedem einzelnen Feld. Wenn du das Ganze per CSS ansprechen möchtest, musst du das gegebenenfalls jetzt an das neue Markup anpassen. Eine weitere Verbesserung gibt es bei den News. Neu ist, dass du jetzt festlegen kannst, welchen JSON-LD-Typ die Beiträge haben. Zur Verfügung stehen die Möglichkeit News-Artikel, Blogposting oder Artikel. Wenn wir das Ganze dann im Frontend ansehen, dann bekommst du folgende Ausgabe. Das heißt, je nachdem, für was du dein News-Archiv verwendest, hast du jetzt die Möglichkeit, direkt den Suchmaschinen zu sagen, das ist ein Newsartikel oder vielleicht auch ein Blogposting. Also du kannst feiner steuern, wie Suchmaschinen deine Inhalte einstufen. Eine weitere Änderung betrifft die Seiteneinstellungen. Ab sofort kannst du dort eben ein Seitenbild festlegen. Das heißt, Contao hat hier ein neues Feld, du wählst ein Bild aus und das Ganze wird dann als Primary Image of Page in den JSON-LD-Daten der Seite abgelegt. Das hat den Vorteil, das Bild erscheint in Zukunft auch in der Contao-Suche. Das heißt, wenn wir jetzt hier suchen, dann kann hier genauso ein Bild wie bei den News angezeigt werden. Eine weitere Möglichkeit, die du machen kannst, ist, dass du das Bild einfach bei dir im Frontend im Template ausgibst. Das ist jetzt noch nicht out of the box vorbereitet. Du musst einfach nur in einem entsprechenden Twig-Template die Daten auslesen. Die findest du unter contao.page.primaryImage. Erstellst daraus eben dein entsprechendes Bild und damit wird das Ganze dann im Frontend generiert. Eine kleine Verbesserung gibt es auch noch bei den Nested Elements. Du kannst also jetzt ein Inhaltselement direkt in ein verschachteltes Element einfügen. Da musst du jetzt nicht zunächst erst in das Element gehen, sondern klickst einfach hier auf diesen kleinen Pfeil und schon landet das Element innerhalb der Elementgruppe bzw. innerhalb des Akkordeons. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr Änderungen. Es wurden wie immer zahlreiche Bugfixes und Probleme behoben. Eine komplette Liste der Änderungen findest du wie gewohnt im Changelog von Contao 6.0. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne einen Like, teile das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video.